Ja, Fremdbestimmt 3 zum Thema Wissenschaft steht vor der Tür, unter anderem mit diesem Stück Zersetzung von Wladimir Koratsch. Es ist inspiriert von der dritten Bach-Suite. Das wird man noch klarer können, wenn ich das ganze Stück spiele, als nur diesen Ausschnitt, aber eigentlich ist es auch schon zu merken, dafür habe ich das ja ausgesucht. In seinem Programmtext schreibt Wladimir so schön, dass Organismen, sobald sie gestorben sind, anfangen sich zu zersetzen und damit eine reichhaltige Nahrungsquelle für andere Organismen bieten. Jetzt kann man fragen, wenn er sich auf die dritte Bach-Suite bezieht, ob das für Kunstwerke natürlich auch so gilt, dass sie sich zersetzen. Man könnte dann fragen, was heißt, wenn man es so sieht, was bedeutet dann eigentlich historische Aufführungspraxis? Man muss diese Frage aber auch nicht vertiefen. Man kann aber einfach festhalten, Bach ist tatsächlich eine reiche Nahrungsquelle für andere Organismen, also für andere Musikstücke. Gut. Ich komme zu einem zweiten Stück, nämlich Invisibility von Liza Lim. Auch hier wieder ein kurzer Ausschnitt. Ja, gleich eine ganz andere Klangwelt. Das liegt zum Teil natürlich auch an diesem Bogen, der am Anfang und am Ende des Stückes vorkommt, der der ein normaler Bogen ist, aber bei dem die Haare mehrfach um die Stange gewickelt sind, und damit hat man hier immer diese in sich unterbrochenen Töne. Was hat ein Stück wie dieses in einem Wissenschaftsprogramm zu suchen? Es gibt sozusagen, Koratsch steht ein bisschen alleine, dann gibt es zwei Paare von Stücken. Das eine ist eben Invisibility von Liza Lim und Solitude von Rebecca Saunders, die beide erforschen, wie man mit dem Cello noch umgehen könnte, wie man es vorher noch nicht gemacht hat. Die anderen beiden Stücke sind Syzygy von Grainne Mulvey und A Synod Vastness von Ian Wilson selber, die sich auf wissenschaftliche Ergebnisse berufen und die versuchen im Klang umzusetzen. Auch wenn mir die Komponistinnen vielleicht widersprechen würden, ich würde ja sagen, dass all diese 4 Stücke, ja, alle 5 Stücke des Abends, auch wenn sie natürlich auch strukturelle Bezüge haben und all das, trotzdem letzten Endes den Zusammenhang über Emotionalität schaffen, Ausdrucksmöglichkeiten der Musik nutzen und Emotionalität nehmen, um das zusammenzuhalten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte ein Programm zur Wissenschaft gemacht, dann wäre das wahrscheinlich sehr nüchtern geworden, sehr intellektuell auch, und ich hätte nach Stücken gesucht, die eigentlich eher Ergebnisse wirklich direkter umsetzen. Sowas hat Ian überhaupt nicht ausgesucht. Es ist eines der emotionalen Programme in meiner Laufbahn, was er mir zusammengestellt hat. Das aber wiederum, finde ich, spricht ja genau für die Idee meiner Fremdbestimmt-Reihe, dass eben jemand anders ein Programm macht, dem ich zwar ein Thema vorgebe, das aber ebenso ist, wie ich es nie gemacht hätte. Das ist auch für mich es ist jetzt das 3. Konzert immerhin, ist immer wieder schön zu sehen, wie andere auf so ganz andere Ergebnisse kommen, als ich das getan hätte. Gut, ich spiele noch ein
drittes und letztes Beispiel, und zwar aus Saisajai von Brandon Mulvey. Ich hatte gerade schon gesagt, geredet von den Pärchenausstücken. Es gehört dazu, dass Granier und Ian auch beide ein Zuspielband benutzen. Was sonst niemand macht. Gut, ich spiele jetzt einen kurzen Ausschnitt aus Saisajai. Heute ist natürlich immer nur Zeit für kurze Ausschnitte und auch nur aus 3 von den 5 Stücken. Das ganze Programm gibt es zweimal nächste Woche zu hören. Zum einen am Freitag, den 12. Mai um 20 Uhr in der G8 hier in Dresden. So ein direktes Live-Konzert, wo wir uns gegenüber sitzen, ist natürlich immer noch schöner als YouTube. Aber für alle die entweder nicht nach Dresden kommen können oder am Freitag keine Zeit haben, gibt es eine zweite Gelegenheit schon am Mittwoch, den 10. Mai um 19 Uhr auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ich habe mir neu ausgedacht, dass wir nach dem eigentlichen Konzert in Zoom noch eine kleine Aftershow-Party machen, dass wir auch da die Gelegenheit haben, miteinander zu reden, wer dazu Lust hat. Wie immer werde ich in beiden Konzerten auch zu den Stücken jeweils noch etwas sagen, etwas ausführlicher als heute. Und ich hoffe, dass wir uns dann am 10. oder am 12. Mai sehen.